Wohin geht's? Rapper. Wohin? Nach Skandinavien. Okay, hier muss ich doch nochmal eingrätschen. Wo sind wir denn überhaupt? Letztes Mal sind wir nach Kopenhagen gesegelt. Jetzt haben wir aber beschlossen, nachdem wir die schöne Stadt angeschaut haben, noch einen kleinen Roadtrip in Richtung Skandinavien zu machen. Das heißt, weiter mit Segeln geht's dann wieder nächstes Mal. Dazu am Ende des Videos auch noch ein kurzer Einblick. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video und unseren Eindrücken von Schweden und Norwegen. Wir fahren jetzt von Dänemark nach Schweden und von Schweden nach Norwegen. Die skandinavische Trilogie. Das ist fehlt noch was, Finnland, egal. Genau, und haben beschlossen, dass wir jetzt ein bisschen einen Roadtrip machen. Das stand schon lange auf unserer Agenda. Boot bleibt in Kopenhagen, total schöner, ruhiger Hafen, da können wir es auch guten Gewissens abstellen. Jetzt haben wir noch uns einen Mietwagen geholt, der glücklicherweise, nachdem wir ihn relativ klein gebucht haben, ein bisschen größer geworden ist, weil sie keinen so kleinen mehr da hat. Und mit dem fahren wir jetzt über die Öresundbrücke ins Småland, in Anführungszeichen, ins Ikea-Museum. Übernachten im Ikea-Hotel. Am nächsten Tag geht es weiter irgendwie Richtung Norden, Richtung Norwegen, wo wir dann übermorgen 2 Nächte, 3 Tage in einem, glaube ich, ziemlich abgefahrenen Haus direkt an einem kleinen See mit einem Ruderboot Zeit verbringen werden. Und dann kehren wir wieder und weiter geht's mit dem Boot. Yeah! Ich glaube, das ist schon mal durch. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Schweden. Erstmal nach Almhult. Und Jetzt hier? genau da gehen wir jetzt gleich rein in den Öresund-Tunnel. Und die Öresundbrücke kennt man ja aber als erstes im Tunnel unter dem Meer. Und dann kommt es raus und geht da als Brücke nach Almhult. Warte mal jetzt. Thanks, bye bye. Bye bye. Hi. So an und das ist so ein Motel-Zelt. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir. Genau, wir sind jetzt im Ikea-Hotel und gehen jetzt gleich in unser Zimmer. Und an sich von außen sieht es erstmal interessant aus wie so ein Hotel. Hier innen auch, aber es ist echt ganz angenehm und echt gemütlich. Ja, nee, dazwischen ist es. Dazwischen auch, hat's nichts gesagt. Die Möbel scheinen mir ein bisschen billig. Wirklich Spaß. Hi, it's me. Der Stuhl ist ja knallig.
sir. Okay. Yeah, sure. So, nächster Tag. Wir sind jetzt noch immer im Ikea-Hotel. Aber das verlassen wir jetzt gleich. Und zwar gehen wir nochmal ins Ikea-Museum. Das gleich nebenan. Bietet sich ja an hier. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich denke, mehr als 2 Stunden sollten wir nicht brauchen. Aber wird bestimmt interessant. Und dann geht's weiter Richtung Norden. Genau. Einmal durch die schwedische Prärie. Durchs Niemandsland in Schweden. Mal schauen. Ist ewig lang geradeaus. Habe ich gehört. Sagt man. Erzählt man so. Und wir wollen Elch essen heute. Elch sehen, Elch töten, Elch essen. Also, weil Elch fahren, also es ist verboten, einen Elch selber zu töten. Aber wir wollen den Elch umfahren mit dem Auto. Und dann ist es egal. Muss jetzt auch nicht auf der Landstraße sein. Hauptsache man fährt den Elch um. Oder was ein Wildunfall. How to have elk for meat. Also das ist echt mal eine coole Geschichte hier im Ikea-Museum. Man fühlt sich irgendwie wie im Einrichtungshaus und es ist gemütlich und es ist eine gute Atmosphäre hier. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast gefunden? Ja, Schrauber-T-Shirt. Will ich mir kaufen. Das Konzept IKEA an sich, wenn man es mal betrachtet, ist schon ein tolles gewesen zumindest, dass man eben versucht, vernünftig Möbel zu gestalten, die eben nicht nur für die Reichen sind und die trotzdem schön ausschauen, sehr funktional sind, dass man es mit einer Schwarmintelligenz bastelt, also sich, die nennen das demokratische Entwicklung, dass sich viele Leute überlegen, was brauchen wir denn wirklich und wie funktioniert das und wie soll es aussehen und dass man dadurch dann die Möbelstücke optimiert. Schon ein cooles Konzept. Und go! Ja genau, und was halt besonders war, wo Ikea gerade den Aufschwung hatte, dass am Anfang der 50er Jahre hatte die schwedische Politik eben diese 1 Million Wohnungen Strategie und wollte halt den Housing Shortage hatten die, das heißt sie hatten zu wenig Wohnungen und dem entgegengewirkt haben sie eben mit einem Haufen Wohnungsbau. Da gab es einen Haufen Wohnungen und die Leute hatten nicht so besonders viel Geld und dann kam eben diese Ikea-Idee war dann eben sehr tragend. Weil die eben zu den passenden Wohnungen die bezahlbaren Möbel entwickelt haben und somit kam dann zu den vielen Wohnungen auch ein Haufen Möbel auf den Markt und Ikea hatte eben diesen Aufschwung und konnte so zu dieser Marke werden. Möbelriese entwickelt. Genau, als bezahlbarer Möbelmarkt entwickelt hat, den wir heute auf der ganzen Welt kennen. Und hinter der ist er. Ist es so? Ja. Das ist Ingwer. Dieses Ingwer. Müssen wir auch noch mal ein bisschen schauen, weil auch eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Auf jeden Fall hat auch seine dunkle Seite. Ja? Genau. Natürlich der Status nach vielen Ikea-Möbeln und das Lieblingswerkzeug und deswegen finde ich das eigentlich ganz nett, weil die sich selber so ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen, ist natürlich der hier, der Innensechskant für alle Fälle, mit dem er ungefähr 99% der Ikea-Möbel aufbauen können sollte. Lächeln. Möchte noch jemand Einzelnes? So ein wunderschönes Feldbild.
ist Norwegen. Noch nicht. Wir fahren erstmal durch die. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Olden. Ja, genau. Wir überqueren jetzt gleich die Grenze. Hier war schon der schwedische Zoll. Und in 400 Metern kommt dann auch der norwegische und dann kommt auch die Grenze. Stimmt, das ist ja EU-Ausland. Vielleicht muss man Pässe zeigen. Hast du die sonst bereit, Mann? Sehr gut. Transport. Wunderbar. Jo. So, welcome in Norway. Das sieht ja gleich ganz anders aus. Eine coole Zeit. Schlolle, was gibt's denn jetzt zum Trinken? Eine Schokoladenmilch Fein, und wo sind wir denn jetzt? in Norwegen. Und gefällt's euch? Super. Mit einem Badestrand.
jetzt duschen. Duschen? Warum gehst du denn dann raus, Mensch? Weil die Dusche ist da hinterm Haus und da muss man einmal drum rumlaufen. Aber ist quasi wie innen eine Dusche, auch der gleiche Komfort, du stehst halt draußen. Aber Klingt gut. ist auch cool, so eine Außendusche. Kennen wir ja von Boot. Wow. Simon, bist du der Chefkoch? Ja, Wie immer. unglaublich. Und was gibt's heute Feines? Heute machen wir Grilllachs. Mm. Den machen wir dann ein bisschen an und hier gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu. Das mariniere ich gerade noch. Genau, weil wenn man ein bisschen Salz und Öl davor drauf gibt, dann gehen die Bitterstoffe von der Zucchini weg. Und das ist ein bisschen, was es hier dazu gibt. Oregano, Pfeffer. Mal schauen, ob ich mich an Dill ran traue. Da bin ich noch gespannt. Genau, ein bisschen Grillgemüse und gerade habe ich hier noch auf dem Herd Kartoffeln. Genau, dann lassen wir uns aber leicht kommen. Wasser und ein bisschen minimal noch Salz ran. Das Salz geht dann auf die Schale über. Das ist beim Essen ein bisschen angenehmer. Fein. Kann ich ein bisschen runterdrehen. Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound.